Moin. Guten Morgen. Wir machen an diesem Wochenende unseren ersten Bikepacking-Overnighter. Ja. Wir sind gespannt, wie die Ausrüstung funktioniert oder ob es funktioniert. Ja, wir fahren jetzt 2 Tage durch den Pfälzerwald, decken ein gutes Stück davon ab. 2300 Höhenmeter in den 2 Tagen. Ne, 3200 machen wir mal draus. Und wir fahren von Bad Dürkheim bis nach Dahn und morgen dann über eine andere Strecke zurück. Wir sind gerade mit dem Zug bis nach Bad Dürkheim gefahren und dann geht es direkt rauf. Ich habe geschaut, ungefähr auf den ersten 8 Kilometern, gut 400 Höhenmeter. Ja. Es ist jetzt 11:15 Uhr, sind ein bisschen später gestartet. Ja, das Wetter spielt richtig mit dieses Wochenende. Es werden so 18, 19 Grad und nachts 3, 4 Grad kalt. Wir sind oben, 8,5 Kilometer und 370 Höhenmeter. Da kann man fast besser tragen, ne? Ja, aber es ist halt aber trotzdem schön. Ja, kriegen wir hin. Kurzes Stück. So ist das, wenn man sich nicht auskennt. Ja, noch ein bisschen weiter. So, wir sind wieder auf dem normalen Weg und von da oben kommen wir. Ja. Weiter geht's. Eine kleine Bergetappe. Ja. Wir hätten Bergsteigerschuhe gebrauchen können. Ja, also das konnte man mit ein bisschen Übung und Technik fahren, aber alles schiebt, denke ich. Ist auch besser so. Muss jeder so machen, wie er sich sicher fühlt. Ja, derweil kann ich mal ein bisschen vielleicht mein Fahrrad zeigen. Also hinten ist jetzt insbesondere Zelt drauf, die Sandalen, Isomatte. Hier in der Rolle ist Daunenhose, Daunenschlafsack, Daunenjacke ist auch noch hier hinten drin. Ja, das Full-Frame Pack passt da ziemlich perfekt rein. Das ist cool. Jetzt haben wir noch hier ein Downtube Pack mit Fliegzeug und Dichtmilch und so weiter. Und Miss Anne ist auch da. Hey! Ein Abenteuer, oder? Wir laufen die Schuhe ein. Wir laufen die Schuhe ein, ja. Aber ab jetzt wieder fahren. Zweiter Anstieg. Und gleich ist wieder krass runter. Ja, und dann peile ich aktuell einen Döner an, oder? Oder Jufka bei 5,30 Meter. Jufka. Ach Mario, was machst du nur? Ach Veronika, du machst doch alles so wunderbar. Ja. Ich bin einfach der absolut beste Gravel-Routenplaner. Und ein weiterer anspruchsvoller Abschnitt geschafft. Coole Schutzhütte hier. Ja, wir sind jetzt hier und das Steig hier mit dem Daumen da ist wohl sehr steil. Ja. Da wählen wir jetzt einen längeren Weg hier links her und dann daher und ja, längerer Weg, gleiche Höhenmeter, weniger Gefälle. Hier steht auch irgendwas, gell, mit Umleitung. Okay, das ich bin ja nicht so der auf die Umleitungsschilder achtet. Ja. Aber Anne? Deswegen gar nicht mehr. Ja, aber das ist was anderes. Das ist was anderes? Nee, das interessiert uns heute mal nicht. Okay, ausnahmsweise. Gut, es geht weiter. Wir schauen, wie wir da runterkommen. Ja, das ist ja doch ganz fahrbar, mäßig steil. Oh. Ach so. Scheiße. Entschuldigung. Oh, hättest du so schön vor mir herfahren können, ne? Anne ist sich manchmal ihrer Verantwortung für meine Videos nicht bewusst. Oh Mann.
Naja. Das liegt nicht schön. Wir sind jetzt unten, haben 21 Kilometer, 1 Stunde 47 Fahrzeit, 582 Höhenmeter schon. Da kommt Anne und ja, irgendwie 10 Kilometer bis zum Jufka. Es ist gerade mal wieder ein bisschen wilder hier. Liegen ein paar viele Äste auf dem Weg. Bisschen schieben, wieder ein bisschen fahren, ein bisschen schieben. So geht's. Ja, ist gleich vorbei. Jetzt ist mir gerade wirklich die Kamera rausgefallen. Ich habe es nicht gemerkt und bin jetzt 100 Meter zurückgelaufen. Ja, also so sieht es aus, wenn ein Waldweg nicht bewirtschaftet ist. Dann liegt hier alles Mögliche rum und ja, fahren kannst du dann nicht mehr wirklich. Es rollt wieder. Berg. Ja. So, wir haben 821 Höhenmeter gemacht und die ganze Zeit kam überhaupt nichts an Lokalitäten oder Einkaufsmöglichkeiten und jetzt sind wir hier im Nirgendwo und jetzt gibt es gebrannte Mandeln und da sind sie. 200 Gramm Dürümdöner oder Jufka, das heißt ja immer anders, haben wir jetzt und jetzt sind wir hier bei einer Bank, haben die Tabletten noch mal drin. Die Elektrolyttabletten, also ich weiß ja nicht, ob es was bringt, ne? Aber es schmeckt halt echt gut. Ja, und jetzt gönnen wir uns eine Coke mit Dürümdöner, heißt sie. Wir verlassen jetzt Hochspeyer. Es ist 14:40 Uhr, es sind noch 45 Kilometer und ich wäre schon gerne vor 18 Uhr am Campingplatz. Ja, wir versuchen uns mal ein bisschen zu sputen. Ja, wollen wir noch im Hellen ankommen. Licht haben wir nämlich heute nicht dabei. Was geht ab, Anne? Es geht ab noch 39,7 Kilometer. Was machen, Anne? Versucht die Jacke auszuziehen. Komm, ich mach die Kamera aus und bleib hier. Jo, es wird wieder interessant. Es geht bergauf. Da unten liegt auch viel Geäst rum. Ui, ui, ui. Bisschen sandig hier. Prost. Ich muss es aufmachen. So ein kleiner Schluck Specht.
Bei dir läuft Wasser. Wasser? Runter. Ach, scheiße. Krass. Wir haben jetzt gerade mal ein bisschen längere Asphaltstraße. So kommen wir wenigstens mal ein paar Kilometer voran. Das scheint hier ein Motorradtreff zu sein. Einmal bitte schön freundlich. Fahrradstraße. Ja. Bis hierhin war Motorrad. Die letzten Kilometer war viel Asphalt. Was macht man hier? Baumstämme flachlegen? Ja, trocknen, ne? Ja, oder lagern. Ja. Cool, da möchte ich mal wo reinspringen. Boah, ist das alter Schwede. Boah. Da kann man echt, von hier nicht, aber gerade ein paar Meter zurück, glasklar, ne? Ja. Wir haben gerade eine coole Abfahrt hier. Ja, und es sind noch 27,5 Kilometer. Um 10 vor 4. Und es geht jetzt wieder etwas bergauf. Yes! So, wir haben jetzt gerade gesehen, es kommt ein Anstieg. Wir haben jetzt gedacht, wir machen lieber noch mal kurz ein bisschen Pause. Jetzt kannst du noch die schöne Hütte dahinter dir zeigen. Ja, der zweitletzte Anstieg, ne? Ja, ich habe vorhin mal geguckt. Höhenmeter haben wir schon 1273. Ja, oder jetzt, also ich habe 1307. Ja, Echt? ja. Warum haben wir einen Die Unterschied? 30 Höhenmeter. Coole Schlucht hier. Cool so mit einer Barroll. Ja. Ja, die letzte etwas steilere Abfahrt jetzt um 16:50 Uhr. Ein bisschen sandig hier und wellig und ja, geht ziemlich auf die Handgelenke. Da kommt Anne. Ja, ist dann gleich aber vorbei, ein paar hundert Meter noch. Jetzt noch einmal rauf und dann ganz sachte runter, die letzten 7-8 Kilometer bis zum Campingplatz. Hey Anne, was geht? Nix? Also das ist jetzt schon anstrengend mit dem Sand. Ja. Zeig mir mal einen Stinkefinger, kannst du es noch? Nein, kann ich nicht. Meine Finger kann ich nicht mehr bewegen. In einer Dauerposition des Bremsens. Okay, Chaka, es ändert ja nichts. Jo. Wup, wup, wup. Wup, wup, wup. Die letzten Meter vom Anstieg, dann geht's runter. Übrigens nicht nur 7 oder 8 Kilometer, sondern 14. Das ist doch gut. Regenjacke an. Regenjacke an. Es wird kalt und windig. Das ist schon ein witziges Tal hier. Ich glaube, früher hat man hier Forellen angebaut. Gezüchtet. Ich habe alle Dinge gekauft, die ich in meinen Gedanken hatte. Das ist weiße Nuss, Chips frisch und saure Pommes. Gut. Ja, bei uns fällt heute der Restaurantbesuch aus. Wir essen heute mal nur die guten Sachen. Ich muss jetzt gerade meinen süßen Schatz mit seiner Superfrisur einmal zeigen. Guck mal nach unten. Scheint wohl süß zu sein.
Ein bisschen wie ein kleines Teufelchen. So, gut, das Zelt steht. Erste Mal im Dunkeln aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man noch viel sieht. So, wir haben jetzt gerade geduscht, haben uns jetzt ins Zelt verkrochen mit unseren ganzen Süßigkeiten und den Chips und die genießen wir jetzt vor allem gleich. Ja, also es ist schon dunkel. Genau. Ging jetzt nicht mehr, euch das von außen zu zeigen. Das machen wir morgen früh. Genau, und essen gehen wollen wir jetzt heute einfach auch nicht. Ja, wir freuen uns auf die Süßigkeiten. Genau. Ja, die Strecke war schön anspruchsvoll. Wenn ich es normal fahren würde, würde ich den Anfang anders planen. Da war schon die eine oder andere Strecke dabei, die nicht fahrbar war. Ja, aber sonst ganz okay. Ja, und morgen dann die zweite Hälfte vom Pfälzerwald. Genau. Ja, Und jetzt, heute testen wir zum ersten Mal unsere Down-Hosen und also vor allem in der Nacht und auch in der Nacht die Down-Jacken. Und Down-Schlafsäcke. Und Down-Schlafsäcke, aber den habe ich schon. Also ja, wir denken, wir brauchen das alles, weil wird ja 3-4 Grad heute Nacht kalt. Ja. Und das merkt man dann schon. Also wir werden morgen berichten. Ja, also schönen Abend. Genau, schönen Abend. Gute Nacht. Ciao. Tschüss.